Mein erstes Silvester in Deutschland. Ist das dein erstes Silvester in Deutschland? Ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes Mal hier. Ich war unsicher und oft überfordert. Viele Dinge waren neu für mich. Ich wusste nicht, wie ich mich richtig verhalten soll. In meinem Heimatland ist Silvester ganz anders. In Deutschland fühlt sich dieser Tag ruhiger an. Manchmal wirkt alles sogar streng. Heute spreche ich mit euch darüber. Ich möchte euch helfen, damit ihr euch sicher fühlt. Ihr sollt nicht dieselben Fehler machen wie ich. Nebenbei erkläre ich euch wichtige und schwierige Vokabeln. Die Erklärungen sind einfach und verständlich. So lernt ihr, wie die Deutschen Silvester feiern. Und ihr lernt gleichzeitig neue deutsche Wörter dazu. Ankommen und der erste Kulturschock. Der 31. Dezember beginnt in Deutschland sehr ruhig. Ich wache auf und höre fast nichts. Keine Musik, keine lauten Stimmen. Die Straßen sind leer. Viele Geschäfte sind geschlossen. Ich schaue aus dem Fenster und denke kurz, dass heute ein normaler Tag ist. Doch es ist Silvester. Es ist mein erstes Silvester in Deutschland. In meinem Heimatland ist dieser Tag ganz anders. Dort beginnt das Feiern schon am Morgen. Menschen sind unterwegs. Musik läuft überall. In Deutschland ist davon nichts zu sehen. Diese Ruhe macht mich nervös. Ich frage mich, ob ich etwas verpasse. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bleibe zu Hause. Ich denke viel nach. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt der Jahreswechsel. Der Jahreswechsel ist der Moment, in dem ein Jahr endet und ein neues Jahr beginnt. Für viele Menschen in Deutschland ist dieser Jahreswechsel kein ganztägiges Fest. Er ist ein besonderer Moment. Aber er kommt später. Am Vormittag bleiben viele Menschen ruhig. Sie ruhen sich aus. Sie bereiten sich innerlich auf den Abend vor. Am Mittag gehe ich kurz nach draußen. Ich sehe andere Menschen. Sie wirken entspannt. Niemand scheint in Eile zu sein. Das überrascht mich. Ich bin unsicher. Ich frage mich, ob ich Freunde treffen soll oder ob das unhöflich ist. In meinem Kopf entstehen viele Fragen. Am Nachmittag bleibt die Stimmung ruhig, aber ich spüre, dass sich etwas verändert. Es liegt Spannung in der Luft. Die Menschen sind zu Hause. Sie warten. Ich verstehe das erst später. In Deutschland konzentriert sich vieles auf den Abend. Besonders auf die Nacht. Als es dunkel wird, ändert sich alles. Die Straßen füllen sich langsam. Menschen kommen zusammen. Stimmen werden lauter. Musik ist zu hören. Die Ruhe vom Tag verschwindet. Jetzt beginnt das, was viele erwarten. Die Feier startet spät. Das ist typisch. Für mich ist das neu. In anderen Ländern beginnt alles früher. Hier beginnt alles auf einmal. Kurz vor Mitternacht wird es sehr intensiv. Es knallt überall. Der Himmel wird hell. Menschen lachen. Sie umarmen sich. Sie rufen sich etwas zu. Der Jahreswechsel ist jetzt da. Dieser Moment ist stark. Er ist laut. Er ist emotional. Danach geht es weiter. Viele Menschen feiern noch lange. Manche bis zum Morgen. Das wusste ich bei meinem ersten Mal nicht. Ich war müde. Ich war überrascht. Ich war nicht vorbereitet. Heute weiß ich es besser. Silvester in Deutschland hat zwei Seiten. Einen ruhigen Tag und eine sehr laute Nacht. Wenn man das weiß, fühlt man sich sicherer. Man versteht die Menschen besser. Man weiß, was einen erwartet. So wird der Jahreswechsel nicht stressig, sondern spannend. Und besonders. Vorbereitung und falsche Erwartungen. Am Abend meines ersten Silvesters in Deutschland merke ich, dass ich schlecht vorbereitet bin. Der Tag war ruhig. Zu ruhig.
Ich dachte, ich brauche nichts Besonderes. Ich habe kein genaues Programm. Ich habe keine klaren Pläne. In meinem Heimatland entscheidet man oft spontan. Man trifft Menschen auf der Straße. Man geht einfach mit. In Deutschland funktioniert das nicht immer. Viele Menschen haben schon Tage vorher geplant. Sie wissen genau, wo sie den Abend verbringen. Ich wusste das damals nicht. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt die Vorbereitung. Vorbereitung bedeutet, dass man sich vorher Gedanken macht und Dinge organisiert, bevor etwas beginnt. Diese Vorbereitung ist in Deutschland sehr wichtig, besonders an Silvester. Viele Menschen kaufen schon vorher ein. Sie denken an Essen. Sie denken an Getränke. Sie überlegen, mit wem sie feiern. Sie verabreden sich früh. Ich habe das unterschätzt. Am frühen Abend sitze ich zu Hause. Ich schaue auf mein Handy. Ich warte auf Nachrichten. Es kommt nichts. Ich fühle mich plötzlich allein. Das war kein schönes Gefühl. Ich denke, dass ich etwas falsch gemacht habe. In Wirklichkeit war ich einfach nicht vorbereitet. Viele Deutsche feiern nicht spontan. Sie laden ein. Oder sie werden eingeladen. Ohne Einladung bleibt man oft zu Hause. Das ist nicht unhöflich gemeint. Es ist einfach so. Das wusste ich damals nicht. Ich gehe trotzdem nach draußen. Ich denke, ich finde schon irgendwo Anschluss. Die Straßen sind voller Menschen. Aber jeder scheint ein Ziel zu haben. Gruppen laufen zusammen. Freunde lachen. Niemand wartet. Ich merke, dass Vorbereitung hier Sicherheit gibt. Wer vorbereitet ist, fühlt sich entspannter. Wer vorbereitet ist, weiß, wohin er gehört. Ich hatte dieses Gefühl nicht. Ich war unsicher. Ich wusste nicht, ob ich stören würde. In meinem Heimatland ist das anders. Dort ist Silvester offen. Man kommt leicht ins Gespräch. In Deutschland braucht man oft einen festen Rahmen. Das ist keine Kälte. Das ist Struktur. Viele Ausländer verstehen das erst später. Vorbereitung bedeutet hier auch, sich innerlich einzustellen. Viele Menschen wollen keinen Stress. Sie wollen einen klaren Ablauf. Erst treffen, dann feiern, dann Mitternacht, dann weiter feiern. Diese Ordnung gibt Ruhe. Ich habe diese Ruhe nicht gespürt. Ich war nervös. Heute mache ich es anders. Heute plane ich Silvester. Ich frage früh nach. Ich sage zu oder ab. Ich kaufe rechtzeitig ein. Ich weiß, wo ich sein werde. Das nimmt Druck. Es fühlt sich gut an. Vorbereitung ist kein Zwang. Vorbereitung ist eine Hilfe. Wenn du das weißt, vermeidest du Frust. Du fühlst dich nicht ausgeschlossen. Du verstehst, warum Menschen sich nicht spontan melden. Du weißt, dass das nichts Persönliches ist. Silvester in Deutschland funktioniert besser mit Vorbereitung. Wenn du das akzeptierst, wird der Abend entspannter. Und du kannst die Nacht genießen. Feuerwerk und Verantwortung. Als es später Abend wird, merke ich, dass sich die Stimmung stark verändert. Die Straßen sind jetzt voll, überall sind Menschen. Manche lachen laut, andere tragen Tüten. Ich höre schon erste Knaller. Es riecht nach Rauch. Für mich ist das neu. In meinem Heimatland gibt es oft ein großes Feuerwerk von der Stadt. In Deutschland machen das viele Menschen selbst. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt die Verantwortung. Verantwortung bedeutet, dass man für sein eigenes Verhalten und für die Sicherheit anderer Menschen mitdenken muss. Diese Verantwortung spielt an Silvester eine große Rolle. Viele Menschen haben Feuerwerk dabei. Sie wissen, was sie tun. Oder sie glauben es zumindest. Ich stehe am Rand der Straße. Ich beobachte alles. Manche zünden Raketen sehr vorsichtig. Andere wirken ungeduldig. Ich sehe, dass es klare Regeln gibt. Aber nicht jeder hält sich daran. Das macht mir Angst.
Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, wo ich stehen soll. Ich frage mich, ob es gefährlich ist. Viele Ausländer fühlen sich an diesem Punkt unwohl. Man ist die Lautstärke nicht gewohnt. Man kennt die Abläufe nicht. In Deutschland erwartet man, dass jeder Verantwortung übernimmt. Man passt auf sich auf. Und auf andere. Niemand erklärt dir das laut. Es wird einfach erwartet. Ich lerne das auf die harte Tour. Eine Rakete fliegt sehr nah an mir vorbei. Ich erschrecke mich. Mein Herz schlägt schnell. Ich gehe weiter. Ich suche einen sicheren Ort. Heute weiß ich, dass das normal ist. Man muss selbst entscheiden, wo man steht. Man muss selbst Abstand halten. Verantwortung bedeutet hier auch, Grenzen zu erkennen. Nicht alles mitzumachen. Nicht überall zu stehen. Viele Deutsche sind an diesem Abend sehr frei. Aber sie achten trotzdem auf bestimmte Dinge. Sie wissen, wann sie aufpassen müssen. Für mich war das ungewohnt. In anderen Ländern kümmert sich oft die Stadt um alles. Hier ist jeder Teil des Geschehens. Jeder trägt Verantwortung. Das kann sich chaotisch anfühlen. Aber es gehört zur Kultur. Nach Mitternacht wird es noch lauter. Der Himmel ist voller Licht. Die Straßen sind voller Menschen. Trotzdem gibt es eine Art Ordnung. Man achtet aufeinander. Man hilft, wenn etwas passiert. Ich sehe Menschen, die andere warnen. Ich sehe, wie jemand einen Freund zurückzieht. Diese kleinen Momente zeigen mir etwas Wichtiges. Freiheit und Verantwortung gehören hier zusammen. Heute weiß ich, wie ich mich verhalte. Ich bleibe aufmerksam. Ich bleibe ruhig. Ich halte Abstand. Ich genieße das Feuerwerk. Aber ich verliere mich nicht darin. Wenn du das verstehst, fühlst du dich sicherer. Du weißt, dass du nicht alles mitmachen musst. Du darfst beobachten. Du darfst dich schützen. Verantwortung bedeutet nicht Angst. Verantwortung bedeutet Bewusstsein. Und das macht Silvester in Deutschland intensiver, aber auch kontrollierbarer. Mitternacht und der wichtigste Moment. Kurz vor 12 verändert sich die Stimmung noch einmal. Die Menschen schauen häufiger auf ihr Handy. Manche zählen die Minuten, andere stehen still. Ich merke, dass jetzt etwas Wichtiges passiert. Alle warten auf denselben Moment. In Deutschland hat Mitternacht an Silvester eine besondere Bedeutung. Es ist nicht einfach nur 12 Uhr. Es ist der Übergang in ein neues Jahr. Die Geräusche werden lauter. Die Spannung steigt. Ich stehe mit anderen Menschen zusammen. Manche kenne ich gut, andere kaum. Trotzdem fühlen wir uns verbunden. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt anstoßen. Anstoßen bedeutet, dass Menschen ihre Gläser zusammenhalten, sich ansehen und sich ein frohes neues Jahr wünschen. Genau das passiert um Mitternacht. Die Uhr schlägt 12. Alles explodiert gleichzeitig. Feuerwerk, Lärm, Licht, Stimmen, Menschen rufen, Menschen lachen, Menschen umarmen sich. Ich halte ein Glas in der Hand. Ich stoße an. Auch mit Menschen, die ich kaum kenne. Das ist normal. Für diesen Moment sind alle gleich. Das gefällt mir. In meinem Heimatland ist Mitternacht auch wichtig. Aber dort bleibt es oft emotionaler. In Deutschland wirkt alles kurz, aber intensiv. Der Moment ist stark, aber er dauert nicht lange. Nach dem Anstoßen gehen viele Gespräche schnell weiter. Manche gehen nach draußen, andere bleiben drinnen. Ich war überrascht. Ich dachte, dieser Moment dauert länger. Aber in Deutschland ist er klar und direkt. Ein kurzer Höhepunkt. Danach geht das Leben weiter. Viele Menschen trinken weiter. Sie lachen, sie reden, aber ohne großes Drama. Für mich war das ungewohnt. Ich hatte mehr Pathos erwartet, mehr große Worte. Stattdessen höre ich einfache Sätze. Frohes neues Jahr.
Alles Gute. Gesundheit. Das reicht. Heute verstehe ich das besser. Der Moment zählt, nicht die Worte. Das Anstoßen verbindet. Auch ohne lange Reden. Ich beobachte die Menschen. Viele wirken zufrieden. Sie brauchen keinen großen Auftritt. Der Jahreswechsel ist passiert. Das reicht. Danach geht die Nacht weiter. Manche tanzen, manche sitzen zusammen. Andere gehen noch spazieren. Die Straßen sind voll. Überall wird weiter gefeiert. Bis spät in die Nacht. Aber der wichtigste Moment ist vorbei. Ich erinnere mich, dass ich damals noch viel Energie hatte. Ich wollte mehr Emotion, mehr Bedeutung. Heute sehe ich es anders. Die Bedeutung liegt im gemeinsamen Moment, im Anstoßen, im kurzen Blickkontakt, im Gefühl, nicht allein zu sein. Wenn du das weißt, verstehst du Silvester in Deutschland besser. Du erwartest keinen langen Höhepunkt. Du genießt den einen Moment. Und dann lässt du ihn los. Das macht den Abend entspannter. Du bist Teil davon. Ohne Druck, ohne große Erwartungen. So wird Mitternacht zu dem, was sie hier ist. Kurz, stark und verbindend. Neujahrsvorsätze und ehrliche Gespräche. Nach Mitternacht wird die Stimmung ruhiger, aber nicht sofort. Viele Menschen bleiben zusammen. Sie setzen sich hin. Sie reden. Die Musik läuft leiser. Jetzt beginnen oft andere Gespräche. Gespräche, die ernster sind. Ich sitze mit Freunden am Tisch. Die Gläser sind halb voll. Die Nacht ist lang. Jemand spricht über das neue Jahr, über Wünsche, über Pläne. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt der Vorsatz. Ein Vorsatz ist ein Plan oder ein Ziel, das man sich für das neue Jahr vornimmt. Viele Menschen in Deutschland sprechen an Silvester über ihre Vorsätze. Aber sie machen daraus kein großes Theater. Niemand schreit seine Ziele laut heraus. Die Gespräche sind ruhig, ehrlich. Manche sagen, dass sie mehr Sport machen wollen. Andere wollen weniger arbeiten. Manche wollen mehr Zeit für sich. Ich höre genau zu. In meinem Heimatland sind solche Gespräche oft sehr emotional. Man verspricht viel. Man redet groß. In Deutschland ist das anders. Die Menschen sind vorsichtiger. Sie sagen nur das, was sie wirklich versuchen wollen. Das überrascht mich. Ich finde das sympathisch. Es fühlt sich realistisch an. Die Menschen wissen, dass Vorsätze schwer sind. Sie wissen, dass nicht alles klappt. Deshalb bleiben sie ruhig. Niemand bewertet den anderen. Niemand lacht. Das gefällt mir. Ich merke, dass Silvester hier nicht nur Party ist. Es ist auch ein Moment zum Nachdenken. Viele Menschen schauen zurück. Sie sprechen über das vergangene Jahr, über Probleme, über Erfolge. Diese Gespräche kommen spät in der Nacht, nicht am Anfang, erst wenn der Lärm nachlässt. Ich erinnere mich, dass ich damals sehr müde war. Aber ich wollte zuhören. Ich wollte verstehen. Heute weiß ich, dass diese Gespräche wichtig sind. Sie gehören zum Silvesterabend dazu. Nicht für alle, aber für viele. Der Vorsatz ist dabei kein Versprechen an andere. Er ist etwas Persönliches, etwas Leises. Manche behalten ihn für sich, andere teilen ihn mit einer Person. Mehr nicht. In Deutschland zählt nicht, wie groß ein Vorsatz klingt. Es zählt, ob er ehrlich ist. Ich finde das sehr deutsch. Bodenständig. Realistisch. In anderen Ländern redet man oft größer. Hier redet man kleiner. Aber vielleicht nachhaltiger. Als Ausländer muss man das lernen. Man muss nicht mithalten. Man muss nichts beweisen. Es reicht, zuzuhören. Es reicht, ehrlich zu sein. Wenn du gefragt wirst, kannst du etwas sagen. Oder auch nicht. Beides ist okay. Heute habe ich selbst Vorsätze. Aber ich spreche nicht viel darüber. Ich denke lieber in Ruhe darüber nach. Das habe ich in Deutschland gelernt.
Silvester ist nicht nur Lärm, es ist auch Stille. Es ist nicht nur Feiern, es ist auch Nachdenken. Der Vorsatz ist ein Teil davon. Wenn du das verstehst, fühlst du dich wohler. Du setzt dich nicht unter Druck. Du weißt, dass Ehrlichkeit wichtiger ist als große Worte. So passt du dich an. Und so wird Silvester in Deutschland nicht nur laut, sondern auch persönlich. Der 1. Januar und was bleibt. Am nächsten Morgen wache ich langsam auf. Es ist der 1. Januar. Draußen ist es still. Viel stiller als in der Nacht. Die Straßen sind leer. Überall liegen Reste vom Feuerwerk. Ich öffne das Fenster. Die Luft ist kalt. Mein Kopf ist schwer. Aber ich fühle mich ruhig. Jetzt kommt eine wichtige Vokabel. Die Vokabel heißt die Gewohnheit. Eine Gewohnheit ist etwas, das man regelmäßig macht, weil man es gewohnt ist. Am Neujahrstag merke ich, wie wichtig Gewohnheiten in Deutschland sind. Viele Menschen schlafen lange. Sie stehen spät auf, sie trinken Kaffee, sie frühstücken langsam. Niemand hat Stress. Niemand hat Termine. Dieser Tag gehört der Erholung. Das war für mich neu. In meinem Heimatland geht das Leben schneller weiter. Hier scheint alles bewusst langsamer zu sein. Ich gehe spazieren. Ich sehe andere Menschen. Sie gehen ruhig, sie sprechen leise. Manche nicken sich zu. Mehr nicht. Das reicht. Ich spüre, dass der 1. Januar kein Partytag ist. Er ist ein Übergang. Ein Tag zwischen dem alten und dem neuen Jahr. Viele Deutsche nutzen diesen Tag, um sich zu sammeln. Sie räumen auf. Sie bringen Ordnung in ihre Wohnung. Ordnung ist Teil vieler Gewohnheiten, auch im Kopf. Ich erinnere mich an mein erstes Silvester hier. Ich war müde. Ich war voll mit Eindrücken. Aber ich war auch zufrieden. Ich hatte viel gelernt. Nicht nur über Silvester, sondern über Menschen, über Rhythmus, über Ruhe und Lärm. Die Gewohnheiten helfen dabei. Sie geben Struktur. Sie geben Sicherheit. Der 1. Januar fühlt sich nicht leer an. Er fühlt sich klar an. Ich sehe Familien. Ich sehe Paare. Ich sehe Menschen allein. Alle wirken in Ordnung mit sich. Niemand scheint etwas zu verpassen. Das finde ich schön. In anderen Ländern hat man oft Angst vor Leere. Hier wird sie akzeptiert. Die Gewohnheit, sich Zeit zu nehmen, ist stark. Als Ausländer braucht man Zeit, um das zu verstehen. Am Anfang denkt man, es ist langweilig. Später merkt man, es ist bewusst. Ich lerne diesen Tag zu respektieren. Ich plane nichts Großes. Ich erwarte nichts. Ich lasse den Tag kommen. Heute ist das normal für mich. Es ist Teil meines Jahresanfangs geworden. Die Gewohnheit hilft mir dabei. Sie sagt mir, dass nicht jeder Tag aufregend sein muss. Dass ein neues Jahr nicht laut beginnen muss. Es darf ruhig starten. Das passt gut zu Deutschland. Wenn du Silvester hier verbringst, denke auch an den nächsten Tag. Plane ihn nicht voll. Lass Raum. Geh langsam. Hör zu. Beobachte. So verstehst du mehr. Nicht nur die Kultur, sondern auch dich selbst. Silvester in Deutschland endet nicht um Mitternacht. Es endet am nächsten Morgen. Mit Ruhe, mit Klarheit und mit Gewohnheiten, die bleiben. Viel Spaß nächstes Jahr.